Yeah, we started a series last week, Letzte Woche haben wir eine neue Serie angefangen and there were no notes last week, und letzte Woche gab es keine Predigtnotizen, but this week there are, aber diese Woche gibt es wieder welche. and we're going to use the same text that we used last week, this Und, week. und wir verwenden den Bibeltext von letzter Woche auch diese Woche. We're talking about treasure in earthen vessels. Es geht um Schätze in irdenen oder irdischen Gefäßen. How many would like to find a treasure? Wie viele von euch möchten gerne einen Schatz finden? Anybody ever thought about that? Hat schon mal jemand darüber nachgedacht? How cool that would be Wie cool das wäre to be scuba diving beim Tauchen and you swim under an old wreck of a ship und du schwimmst unter so ein altes Schiffswrack and there's this big chest und da ist diese große Truhe. and immediately you're thinking, I wonder what's in there. Und du denkst sofort, boah, was da wohl drin ist. Or you're out in your yard planting potatoes Oder du bist in deinem Garten und pflanzt Kartoffeln an and your shovel makes a clinking sound und an deiner Schaufel klirrt's auf einmal and you dig it, you wonder what it is, so you dig a little deeper und du fragst dich, was das wohl ist und gräbst ein bisschen tiefer and here there's some sort of like clay pot und da findest du so wie so ein Tongefäß and you see something inside the pot. und in diesem Gefäß siehst du was? Gold coins. Goldmünzen. You ever thought about that happening to you? Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass dir das passieren könnte? We had a show back in America. Und in Amerika, da gab es eine Show, It was the Beverly Hillbillies, die Beverly Hillbillies. and it was these old poor people out in Tennessee who lived out in the sticks. Und das waren so ganz arme Leute, die in Tennessee irgendwo gelebt haben. And the old uncle was hunting, and he shoots at a bird or something, Und der alte Onkel, der ging auf die Jagd und hat irgendwie auf einen Vogel oder irgendwas geschossen. and his bullet goes in the ground, and oil starts coming out. Und seine Patrone, die hat den Boden getroffen, er hat daneben geschossen und auf einmal schießt da Öl raus aus dem He's Loch. discovered oil on his property, Er hat auf seinem Grundstück Öl entdeckt. and so he becomes a millionaire overnight Und so ist er über Nacht zum Millionär geworden and moves to Beverly Hills. und zieht dann nach Beverly Hills. Yeah, it was a whole series about Das that. war so eine Fernsehserie. This idea of having a treasure has been on my mind and heart for a long time. Und diese Idee, dieser Gedanke, einen Schatz zu haben, das bewegt und beschäftigt mich schon lange. And 2 Corinthians 4:7 is our text. Und unser Text ist 2. Korinther 4, Vers 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Now he's speaking to believers in Jesus. Also er schreibt da an Christusgläubige. And he says, we have this treasure. Und er sagt, wir haben diesen Schatz. We're not trying to find it. Wir versuchen nicht, ihn zu finden. If we actually have it. Wir haben ihn tatsächlich. Too many Christians are still trying to find the treasure. Und zu viele Christen sind immer noch damit beschäftigt, zu versuchen, den Schatz zu finden. But the reality is we do own it. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, wir besitzen diesen If Schatz. we have Jesus, we have the treasure. Wenn wir Jesus haben, haben wir den Schatz. He is the treasure. Er ist der Schatz. All the fullness of the Godhead is in him, and if we have him, we have God in us. All die Fülle der Gottheit ist in ihm und wenn wir ihn haben, dann haben wir Gott in uns. I was thinking of the worship song that we sometimes sing, you know, he's everything I need. Und ich denke an das Lobpreislied, das wir manchmal singen, er ist alles, was ich brauche. And once we know that we have him, we have no other need. Und sobald wir wissen, dass wir ihn haben, dann haben wir kein anderes Bedürfnis und keine Not. I mean, if you have God on the inside, what other need is there?
Wenn wir Gott in unserem Inneren haben, was brauchen wir sonst? If you have the source of everything inside you, Wenn du die Quelle von allem in dir hast, you have everything. dann hast du alles. And I pray that this will become a revelation and a truth to each of us. Und ich bete, dass das eine Offenbarung und eine Wahrheit für jeden von uns wird. Because there still seems to be a lot of needy Christians. Weil es gibt immer noch offensichtlich viele bedürftige Christen. People that have found Christ, but they still haven't found what they're looking for. Menschen, die Christus gefunden haben, aber die immer noch nicht gefunden haben, wonach sie suchen. When you find what you're looking for, then you stop looking. Wenn du findest, was du gesucht hast, dann hörst du auf zu suchen, Because you have it. weil du es hast. Now you start to discover what you have. Und jetzt fängst du an zu entdecken, was du hast. You own it. It's yours. Du besitzt das, es ist deins. But now you get to spend some time discovering what that means. Aber jetzt fängst du an, Zeit zu verbringen, damit zu entdecken, was das bedeutet. It's like when you found that treasure, you took it home with you. Es ist wie wenn du so einen Schatz gefunden hast und du hast ihn nach Hause mitgenommen. You shut the door, took down the shades, Schließt du deine Tür, lässt deine Rollläden runter and then you took your sweet time about going over every coin. und dann hast du dir ganz viel Zeit genommen, dir jede Münze anzuschauen. Because you owned it, but you really didn't know what you owned yet. Weil das hat er ja schon gehört, aber du wusstest noch nicht so wirklich, was das ist. A lot of people have Christ, but I don't think they really know what they have. Und viele Menschen haben Christus, aber ich glaube, die wissen nicht wirklich, was sie haben. You can have something and not know what you have. Du kannst was besitzen und trotzdem nicht wissen, was du hast. Yeah? You believe that? Glaubst du das? You could buy a piece of ground Du kannst ein Grundstück kaufen, and not know that there's gold or oil or something on that ground. ohne zu wissen, dass auf diesem Grundstück, dass da Gold vergraben ist oder dass da Öl ist. And that's kind of the vein of what I want to talk about today. Und das ist so das, worüber ich heute sprechen möchte. Hidden treasure. Verborgene Schätze. You know, even I believe God is a treasure hunting God. Und ich glaube, dass Gott ein Schatzsuchender, ein Schatzjäger ist. I think he's kind of like my parents were on Christmas and on Easter. Ich glaube, er ist so, wie meine Eltern zu Weihnachten und zu Ostern waren. They hid chocolates and things around the house. Die haben überall im Haus Schokolade und alles Mögliche And versteckt. we children we got to go find it. Und wir Kinder mussten dann losziehen und es finden. And I think it gave my parents great joy to when every time we found something. Und ich glaube, das hat meinen Eltern ganz viel Freude bereitet, jedes Mal, wenn wir was gefunden I think haben. we found 95% of the candy, the first day. Und so am ersten Tag fanden wir so 95% von den ganzen Sometimes we'd find Süßigkeiten. something 6 months later, Manchmal haben wir noch 6 Monate später was gefunden. well hidden Gut versteckt and no longer able to eat. und es war nicht mehr genießbar. But I think God delights in us discovering what He has put out there. Aber ich glaube, Gott genießt es, wenn wir entdecken, was er für uns so alles da draußen versteckt hat. In Genesis 2:12, He's talking to Adam, In 1. Mose 2, Vers 12 redet er zu Adam. and he's given Adam instructions about the paradise that he's living in. Und er gibt dem Adam Anweisungen über das Paradies, in dem er He's lebt. saying this river runs this way, and this river's over here. Er zeigt ihm da, der Fluss fließt hierhin und der Fluss dort. And in verse 12 he says, and the gold is down by this particular river, and the gold of that land is good. Bdellium and the onyx stone are there. Und er sagt zum Adam, ja, und das Gold dieses Landes, das ist gut. Dort kommt auch das Bedolachharz vor und der Edelstein Onyx. So he's telling Adam, if you're kind of over in this area, there's gold. Also er sagt dem Adam, also wenn du darüber gehst, da ist Gold. He's giving him a clue. Er gibt ihm einen Hinweis. Here's some treasure. Da ist ein Schatz There's some verborgen. gold and precious stones. Da gibt's Gold und Edelsteine. Now I have a very fertile imagination. I don't think that the gold was piled up in a mount, in a heap.
Und ich habe da so eine bestimmte Vorstellung. Ich glaube nicht, dass da jetzt Goldbarren aufgestapelt waren. I believe it was under the earth. Ich glaube, das war unter der Erde. And I believe, Adam had to look a little bit. Und ich glaube, dass der Adam das schon ein bisschen genauer gucken musste. Maybe he had to bend over a little bit. Sich vielleicht ein bisschen runterbeugen Maybe the musste. sun had to shine on some of those stones. Und vielleicht musste auch die Sonne auf ein paar dieser Steine scheinen. And maybe there was just one little gold stone peeking out of the dirt. Und vielleicht gab es da so ein kleines Goldnugget, das so aus dem Dreck rauslugte. Like a clue. So wie so ein Hinweis. And I believe Adam was like, I know it's here. Ich glaube, dass der Adam gesagt hat, ich weiß, dass es hier ist. Here is where I dig. Hier werde ich graben. Where this little nugget was, there's more. Da, wo dieses kleine Nugget war, da gibt es noch mehr. Come on, people, that's what we need to do. Und das ist, was wir tun müssen. When we get a little clue from God, Wenn wir von Gott so einen kleinen Hinweis when we get a kriegen, little nugget, so ein kleines Goldnugget, don't just put the nugget in your pocket and run off. dann steckst du nicht nur in die Tasche und lauf davon. There's bound to be more right there if you dig a little deeper. Wenn du ein bisschen tiefer gräbst, dann wirst du dort mehr finden. Are you listening to me? Hört ihr mir zu? See, God has put much treasure in the earth. Gott hat viele Schätze in die Erde gegeben. And what are we? What are we made of? Und woraus sind wir denn gemacht? The Bible says we were made out of the earth. Die Bibel sagt, dass wir von der Erde geschaffen We were sind. made out of the dust of the earth. Wir sind geschaffen aus dem Staub der Erde. God took some earth and formed Adam, Gott hat Erde genommen und hat den Adam geformt. and then he breathed on him Und dann hat er ihn angehaucht and put his life into the man, und hat sein Leben in den Mann into the hineingegeben. dirt. In den Dreck hinein. And the man became a living soul. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. See, we just read that we have this treasure in earthen vessels. Und wir haben ja gerade gelesen, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Our body is going to, it came from the earth, it's going to go back to the earth. Und unser Körper, der kam von der Erde und er wird zur Erde zurückgehen. By every funeral, Bei jeder Beerdigung. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ashes to ashes, dust to Yeah. dust. That's our earthly body. Und das ist unser irdischer Leib. But inside, Aber innen drin, there's something eternal, da ist was Ewiges. something God breathed, Etwas, das Gott ausgeatmet hat. a treasure. Ein Schatz. And if you've asked Jesus to come into your life, Und wenn du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen, then he lives in you. That is the treasure. dann lebt er in dir und das ist der Schatz. And so, God has put much treasure in the earth. Also Gott gab viele Schätze in die Erde. And he has also put the desire to find treasure in our hearts. Und Gott legte das Verlangen, Schätze zu finden in unsere Herzen. The desire to find treasure. Das Verlangen, Schätze zu finden. Man has always been that way. Und der Mensch war schon immer so. I think about 1849 Ich denke mal an 1849 in the United States. in den Vereinigten Staaten. We had what you call the gold rush. Da gab es den Goldrausch. Some pioneers had gone out to California, Und das sind so ein paar Pioniere, die sind nach Kalifornien got gezogen across the Rocky Mountains before the winter, und sind vor dem Winter noch über die Rocky Mountains gezogen. and some of them found gold over there. Und manche von ihnen haben dort Gold gefunden. And it didn't take long before that rumor got back east. Und es hat nicht lange gedauert, bis sich dieses Gerücht in den Osten rein verbreitet hat. And it drove people in hundreds out to the west. Und zu Hunderten sind die Menschen in den Westen gezogen. They had gold fever. Das Goldfieber. They went there because they were sure that's where they were going to find their fortune. Die sind da hingegangen, weil sie sicher waren, dort würden sie ein Vermögen Some finden. got rich, Manche sind reich geworden. many died, Viele sind gestorben. many lost all of their riches. Viele haben all ihren Reichtum verloren. But you see the motivation, you see what the idea of treasure will do to someone. Aber wir sehen die Motivation, wir sehen, was der Gedanke, die Idee von Schatz mit jemandem macht. How many of you like to watch YouTube videos? Wie viele von euch gucken gerne YouTube-Videos an? I admit it. I Ich watch geb's zu. Ich I watch guck's all gern. kind of different videos. Ich gucke alle möglichen verschiedenen Videos an. And there seems to be a revival of treasure hunters.
Und da gibt's wohl so wie so ein neues Aufleben von Schatzjägern. Every type of treasure hunting. Jede Sorte, jede Art von Schatzgräberei, Schatzjagerei. You might not have heard of this, but there's this thing called magnet fishing. Ihr habt vielleicht noch nicht davon gehört, aber da gibt's dieses Magnetfischen. Yeah. People buy a magnet that is so powerful it can lift 1,000 or 1,500 pounds. Leute, die kaufen sich Magneten, die so stark sind, dass sie 500.000 Kilo heben können. They tie a rope onto it. Tie a rope to it. Und die machen dann Strick dran. Stand above a bridge or on the side of the water and throw the magnet into the water. Und die stehen dann auf einer Brücke oder am Flussufer und schmeißen diesen Magneten ins Wasser. Pull the rope in. Und dann ziehen sie ein Seil. And find out what metal treasures stuck to the magnet. Und finden dann raus, welche metallenen Schätze da jetzt am Magneten This has hängen. become a huge thing. Das ist eine große Sache geworden. There's all kinds of YouTube videos of people doing this. Da gibt's alle möglichen Videos auf YouTube von Leuten, die das machen. People up in the canals of Amsterdam, you know, An den Kanälen von Amsterdam. pulling in knives and guns and coins, Und die ziehen da Waffen, Pistolen, Messer, Münzen raus. bicycles. Fahrräder. One guy pulled up a whole roller, a scooter. Und einer hat so einen ganzen Motorroller hochgezogen. And people have found some treasures. Und manche haben da echt Schätze gefunden. It's amazing to see how excited they get. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie aufgeregt die Some da of it's sind. just rusty old tin cans. Und vielleicht sogar ist es nur eine rostige alte Blechdose. But it's like, wow, look at this. Aber die flippen da aus. And they do it every weekend. It's like their whole family's out doing this. Und es sind ganze Familien und die machen das jedes Wochenende. It's become a thing. Das ist echt eine große Sache geworden. People are hoping to find that treasure. Menschen hoffen, einen Schatz zu There's finden. been a revival of panning for gold. Und es gab da so ein Wiederaufleben von Goldsuche. People are now going back and doing what they did way back years ago. Und Menschen gehen zu dem zurück, was sie vor Jahren getan haben. And going through the tailings of mines and saying, well, maybe they missed something. Und die gehen wieder zurück in irgendwelche Minen und gucken nach, ob sie vielleicht irgendwas verpasst oder übersehen haben. There I don't know how many shows there are about this. Und ich weiß nicht, wie viele Fernsehshows es darüber gibt. Or going out with very high-powered, digging equipment and sluicing up in Alaska and Canada for gold. Oder die ziehen in Alaska oder Kanada, ziehen sie zur Goldsuche mit richtig hochwertigen und starken Ausrüstungen. I love to watch these things. Und ich liebe es, mir diese Dinge anzuschauen. People are finding gold on the street. Menschen, die finden Gold auf der Straße. Walking down the streets of New York, Fifth Avenue, by the jewelry stores. Die gehen die Fifth Avenue in New York entlang und in den Juweliergeschäften. Sweeping the dirt from the sidewalk. Und dann kehren sie den Dreck am Randstein auf Going vor den home and actually Juweliergeschäften. finding quite a bit of gold in that dirt. Und gehen dann nach Hause und in diesem Staub, in diesem Dreck ist tatsächlich ein bisschen Gold. Metal detectors. Metalldetektoren, You see them everywhere. die siehst du überall. Going around like this. Und die laufen dann so Beep, rum. beep, 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 beep. People, it's like a revival of this. Und es ist wie so eine Wiederauflebung, wie so eine And Wiederaufstehung I think von diesen Dingen. I think there's a spiritual hunger. Und ich glaube, das ist ein geistlicher I Hunger. think people really want to find treasure. Ich glaube, dass Menschen wirklich Schätze finden They wollen. always have, and I think a man will always be that way. Es war schon immer so und die Menschen werden immer so sein. Because God put that desire in our hearts. Weil Gott dieses Verlangen in unser Herz gegeben hat. And God gives us clues as to where the treasure is. Und Gott gibt uns Hinweise, wo die Schätze zu finden He gives sind. us clues. Er gibt uns Hinweise. And God expects us to dig for the treasure. Und Gott erwartet von uns, dass wir nach den Schätzen graben. Like I said, it's just not everything valuable is just laying around on the surface. Und wie ich schon gesagt habe, es ist nicht alles wertvoll, was irgendwo an der Oberfläche rumschwimmt oder liegt. What am I really saying?
Was will ich damit sagen? You have treasure in you Du hast einen Schatz in dir, that's not maybe obvious at the first glance, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. but there might be some clues. Aber es gibt vielleicht Hinweise. Things that you like to do as a child. Dinge, die du als Kind gern getan hast. Things that are a clue to where your gifting is, Dinge, die darauf hinweisen, wo deine Begabungen sind. where your great abilities are. Wo deine großen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind. And I believe everyone has been gifted by God. Und ich glaube, dass jeder von Gott begabt worden ist. Everyone has treasure inside of them. Jeder hat einen Schatz oder Schätze in seinem Inneren. But we have to discover it. Aber wir müssen das entdecken. We have to dig for it. Wir müssen danach graben. That's why we try to do these spiritual gifts tests and personality tests. Deswegen machen wir manchmal diese Gabentests und Persönlichkeitstests. That's being offered today, right after the service. Das gibt es zum Beispiel heute nach dem Gottesdienst. In our growth path. In unserem Wachstumspfad. One of the units is discovering how God made you. Eine der Einheiten trägt den Titel Entdecke, wie Gott dich gemacht hat. But the thing about it is, you have to stick with it. Aber die Sache ist die, du musst dranbleiben. Those who seek it will also find it. Die sie suchen, werden sie auch finden. You have to be persistent. Du musst Ausdauer haben. It's there. Es ist da. There's gold in there. Da ist Gold. But you have to stick with it. Aber du musst dranbleiben. Matthew 7:8 says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, it will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, it will be opened." Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Seeking it should be done persistently. Suchen muss mit Hartnäckigkeit und Ausdauer gemacht werden. To find the gold. Um das Gold zu finden. To more understand the treasure that's inside you. Und um den Schatz mehr zu verstehen, der da in dir drin ist. There's 7 types of treasure. Es gibt 7 Arten von Schätzen. Maybe more. Vielleicht gibt es mehr. These are the ones that I came up with. Aber das sind die ich so aufgelistet habe. First type is undiscovered treasure. Der erste Typ unentdeckte Schätze. That's treasure that you have not yet found. Schätze, die du noch nicht gefunden Things hast. that you have not yet discovered. Dinge, die du noch nicht entdeckt hast. Doesn't mean you don't have it. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht hast. You just haven't discovered it. Du hast sie nur noch nicht entdeckt. 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz. Turn to your neighbor and say, I have this treasure. Wend dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich habe diesen Schatz. There's something in there. Da ist was dran. There's another type of treasure. Noch eine andere Art von Buried Schätzen. treasure. Vergrabene Schätze. That's treasure you'll need to dig deeper for. Schätze, nach denen du tiefer graben musst. Jeremiah 29:13 says, and you will seek me and find me when you search me with all your heart. Jeremia 29, Vers 13. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. You know, my patience is growing so thin with people that say, God doesn't talk to me. Und mein Geduldsfaden ist ganz, ganz dünn, wenn es mit Menschen, die sagen, Gott redet nicht zu mir. God does talk to you. Gott redet zu dir. He talks to every one of us. Er redet zu jedem von uns. It's not on God's end where the problem is. Das Problem ist nicht auf Gottes Seite. It's on our end. Es ist auf unserer Seite. This scripture says we'll find him if we seek with him with our whole heart. Diese Schriftstelle sagt uns, wir werden ihn finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Oh, I prayed and he didn't show me. Oh, ich habe gebetet und er hat mir nichts gezeigt. Did you pray with your whole heart? Hast du von ganzem Herzen gebetet? Did you stick with it?
Bist du dran geblieben? Was it that important to you? War es dir so wichtig? Or was it just, oh, I tried it, it didn't work? Oder ist es, oh ja, ich habe es mal versucht, aber es hat nicht It doesn't funktioniert? work. Es funktioniert nicht. Don't tell me that. Erzähl mir das nicht. It always works if you work it. Es funktioniert immer, wenn du es For anyone. machst. God is no respecter of persons. Und Gott ist kein Anseher der Person. If you will seek Him with your whole heart, Wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, you will find Him and He will be found of you. dann wirst du ihn finden und er wird sich von dir finden lassen. All these people saying, God doesn't help me. All die Leute, die sagen, oh Gott, hilf mir nicht. I prayed, I didn't get an answer. Ich habe gebetet, ich habe keine Antwort He gekriegt. just leaves me in my mess. Er lässt mich einfach in meinem Durcheinander zurück. No, He doesn't. Nein, das tut er nicht. It's on you to be serious about it. Es liegt an dir, da ernst zu machen. To be so serious that you are persistent and if you have to, lock yourself in a room somewhere and say, God, I'm not coming out of here until I have some clarity. Und zwar, dass du so hartnäckig bist, dass du dich in einem Zimmer einschließt und sagst, Herr, und ich werde dieses Zimmer nicht verlassen, bevor ich nicht meine Antwort habe. There are times I've had to do that, Es gab Zeiten, wo ich das tun musste. where I said, God, I have to have an answer. Wo ich sagte, Herr, ich muss eine Antwort haben. And I'm serious about this. Und mir ist es ernst damit. And I'm not going away until you bless me. Und ich gehe nicht, bevor du mich nicht gesegnet hast. That's what was it Jacob? Amen. So wie Jakob. he was there in that cave, amen. This angel came, Der war da in der Höhle und da kam der Engel. and Jacob was like, "Bless me." Und der Jakob sagte, segne mich. And next thing you know, he's wrestling with the angel. Und das nächste, was wir wissen, ist, dass er mit diesem Engel gekämpft Said, hat. "I'm not letting you go Und er sagte, ich lass dich nicht gehen, till you bless me." bevor du mich nicht segnest. By the time Jacob came out of that cave, his whole hip was out of joint. Und als der Jakob dann da rauskam aus der Höhle, da war seine Hüfte ausgerenkt. He was serious. Aber ihm war es ernst. How serious are we? Wie ernst ist es uns? That was a turning point in the life of Jacob. Und das war im Leben von Jakob ein Wendepunkt. That's why the Jews to that day didn't eat that hip bone. Und deswegen haben die Juden dann nachher keine Hüfte mehr That gegessen. changed history. That changed the way God's people related to God. Das hat die Geschichte verändert und es hat verändert, wie Gottes Volk zu Gott stand. One man that wouldn't let go of God. Ein Mann, der Gott nicht hat gehen lassen. Hallelujah. Your whole heart. Dein ganzes Herz. There's unclaimed treasure. Es gibt nicht beanspruchte Schätze. That's treasure that is waiting for you to own. Schätze, die darauf warten, dass du sie in Besitz nimmst. Unclaimed treasure. Nicht beanspruchte Schätze. This is interesting. Und das ist interessant. It's like when you find a treasure somewhere. Das ist wie wenn du irgendwo einen Schatz findest. And I know there are some laws that says you have to report it and try to find the original owner. Und es gibt ein Gesetz, das sagt, du musst es melden und musst versuchen, den rechtmäßigen Eigentümer zu And if finden. the original owner cannot be found or does after a certain amount of time, you get to keep the treasure. Und wenn der Besitzer, der Eigentümer nicht gefunden werden kann, da gibt es eine bestimmte Zeitspanne, dann besitzt du den Schatz. Somebody walked away from their treasure. Jemand ist weggegangen, hat seinen Schatz Somebody zurückgelassen. disappeared, never to claim their treasure. Jemand ist verschwunden und hat seinen Schatz nie in Anspruch I genommen. think a lot of Christians walk off from their treasure. Ich glaube, dass viele Christen einfach von ihrem Schatz weglaufen. But you can claim your treasure. Aber du kannst deinen Schatz beanspruchen. You can say, that's mine. Du kannst sagen, das ist meins. That belongs to me. Das gehört mir. What God has given you is yours. Was Gott dir gegeben hat, gehört dir. Your treasure is waiting for you to own it. Dein Schatz wartet darauf, dass du ihn in Besitz nimmst. Matthew 13:44. It says, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it goes and sells all that he has and buys that field.
Matthäus 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. There's a lot of scriptures about treasure in the Bible. Es gibt viele Schriftstellen in der Bibel, wo es um Schätze geht. It's got me going. Und das hat mich so echt vorwärts gebracht. Fourthly, there's abandoned treasure. Und dann gibt es zurückgelassene oder verlassene Schätze. That's treasure that you buried and forgot about. Schätze, die du begraben und vergessen hast. Maybe you got discouraged. Vielleicht wurdest du entmutigt. Maybe you followed one of those clues. Oder du bist einem von diesen Hinweisen You gefolgt. thought there was something there. You thought there was treasure there. Und du hast gedacht, da ist ein Schatz. But you gave up too quick. Aber du hast zu schnell aufgegeben. And you just said there's nothing there. Und du hast dann gesagt, nee, da ist nichts. Or you buried it. Und hast es begraben. Or you were afraid to develop it. Oder du hattest Angst davor, das zu entwickeln. You saw some potential, but it looked too scary to actually develop. Du hast da schon ein gewisses Potenzial erkannt, aber es war für dich zu furchteinflößend, dich darauf einzulassen, das zu entwickeln. It's like what God gives you, suddenly you have a responsibility for. Weil wenn Gott dir was gibt und dann hast du ja auf einmal eine Verantwortung dafür. I'm a good singer. Oh, ich bin ein guter Sänger, Maybe they'll want me to sing in the church in front of everybody. aber vielleicht muss ich dann vor allen singen. I don't think so. Nee, ich glaube eher nicht. Bury that thing. Begrab Hope das nobody mal. notices it. Und ich hoffe, dass es niemand gemerkt hat. That's dangerous Das ist gefährlich. because the treasure of the talent, the parable of the talents tells us what happens. Weil das Gleichnis über die Talente, da erfahren wir ja, was passiert. The man gave one 5 talents, he gave one 2, and he gave another 1. Und der Mann hat einem 5 Talente gegeben, einem anderen 2 und dem dritten eines. The one who had 2 talents doubled it. Und der 2 Talente hatte, der hat sie verdoppelt, He developed it, we could say. hat sie entwickelt, um das mal so Invested zu it. sagen. Er hat sie investiert. The 5th one did the same, he doubled his. The third one did the same, he doubled his 5 talents. Und der Erste, der hat das Gleiche gemacht und hat seine 5 Talente verdoppelt. But there was one that only had 1 talent. Aber da war einer, der hatte nur 1 Talent. He was afraid to do anything with it, Und er hat Angst davor gehabt, irgendwas damit zu machen. so he buried it. Also hat er es vergraben. And then years later, when the owner came back, Und Jahre später, als dann der Eigentümer zurückkam, he digs this 1 talent out. dann hat er sein eines Talent wieder ausgegraben. He said, "Here it is, just in the same way you gave it to me." Und er sagte, hier ist es, genauso wie du es mir gegeben hast. That person was not happy. Und die Person war aber nicht glücklich damit. He called him wicked, he called him lazy. Er hat ihn schlecht und faul genannt. See, what God has given to us, we have a responsibility. Und wir haben eine Verantwortung für das, was Gott uns gegeben hat. One day we will stand before him Eines Tages werden wir vor ihm stehen. with what he has given us, Mit dem, was er uns gegeben hat. with the gifts and talents and abilities. Mit den Begabungen, mit den Talenten und den Möglichkeiten. And he'll say, Fähigkeiten. "What did you do with what I gave you?" Und er wird uns fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben The habe? father would say, "What did you do with my son? Und der Vater wird fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? I put him inside you, Ich habe ihn in dich hineingegeben. and all the treasure with it." Und all die Schätze mit ihm. Then there's stolen treasure. Dann gibt es gestohlene Schätze. Treasure that was taken away from you. Schätze, die dir weggenommen wurden. Maybe somebody lied you out of it, Vielleicht hat dich jemand mit Lügen davon abgebracht. talked you out of it, Hat dich überredet. es said, zu "Oh, that's lassen. nothing," Er hat es dir ausgeredet und hat gesagt, ach, das ist doch nichts. and so you believed it. Und du hast es geglaubt. And therefore, you allowed basically to be stolen. Und so hast du im Prinzip hast zugelassen, dass man dich bestiehlt. I remember years back when God gave me the vision for this church. Ich erinnere mich vor Jahren, als Gott mir die Vision für diese Gemeinde I gab. was not as confident as I am today. Da war ich noch nicht so selbstsicher, wie ich es heute bin. I was very insecure. Ich war sehr unsicher. And so one man came to me and said, that vision
that could never happen. Und dann kam ein Mann auf mich zu und sagt, diese Vision, die kann sich niemals erfüllen. You won't be able to do that. Du wirst nicht in der Lage sein, das zu tun. The thing you're telling me won't work. Das, was du mir da erzählst, das wird nicht funktionieren. I have to tell you, to my shame, I believed him. Und zu meiner Schande muss ich euch sagen, ich habe ihm geglaubt. I said, well, then you do it. Dann habe ich gesagt, gut, dann mach du das. I thought that would be the end of it. Und ich habe gedacht, das wäre das Ende. It wasn't the end of it. Aber das war nicht das Ende. It was the vision God gave me, Es war eine Vision, die Gott mir gegeben not hat him. und nicht ihm. And God held me accountable to come back and pick the vision back up. Und Gott hat mich zur Verantwortung gezogen, dass ich zurückkomme und diese Vision wieder aufnehme. It was his promise. Es war sein It was my Versprechen. Isaac. Es war mein Isaak. It's the thing he told me to do. Es ist das, was er mir gesagt hat, was ich tun soll. And I allowed it to be stolen for a time. Und ich habe mir das für eine bestimmte Zeit stehlen lassen. But God's gifts and callings are without repentance. Aber Gottes Berufung und Gaben sind ohne Reue. We're all like old Jonah. We can't just walk away from it. Und wir sind alle wie der Jona. Wir können nicht einfach davonlaufen. God won't let it happen that quick. Gott wird es nicht so schnell zulassen. Remember Jonah? Erinnert euch an Jona. God told him to go to preach in Nineveh. Gott hat ihm gesagt, dass er nach Nineveh gehen soll und predigen And soll. Jonah said, no, I'm not going down there. Und der Jona sagt, nee, da gehe ich nicht hin. So he tried to hide himself Und er hat versucht, sich zu verstecken on a ship. auf einem Schiff. And that ship was having all kind of trouble. Und da gab es ziemlich viele Probleme auf dem And Schiff. they were trying to figure out what's the problem. Und die haben versucht herauszufinden, wo das Problem ist. Finally, they found out it was Jonah. Und dann sind sie drauf gekommen, dass der Jona das Problem He's trying to run from God and bringing all this trouble out of everybody else. Der läuft vor Gott davon und bringt diesen ganzen Ärger über uns alle. So they throw him over. Dann haben sie ihn über Bord Get rid geworfen, of this guy. sie wollten ihn And loswerden. he's swallowed by a great fish Und er wurde von einem großen Fisch geschluckt, who takes him to Nineveh. der ihn nach Nineveh gebracht hat. I believe Jonah was repenting inside the fish's belly. Ich glaube, dass in dem Fischbauch der Jona wirklich Buße getan hat. I believe God said, are you going to Nineveh now or not? Ich glaube, dass Gott gesagt hat, gehst du jetzt nach Nineveh oder nicht? He said, you can go one way or two ways. Du kannst auf einem Weg dorthin gehen. You can oder go out the front end or the back end. I don't care, but you're going to Nineveh. du kannst nach vorne raus zum Fisch oder nach hinten raus, aber du gehst nach Nineveh. The fish spits him out on the shore of Nineveh. Und der Fisch, der spuckt ihn aus am Strand an der Küste von Nineveh. Jonah goes half-heartedly and preaches what God told him. Und so halbherzig geht der Jona dann und predigt, was Gott ihm gesagt hat. And the whole place repents. Und der ganze Ort tut Buße. You know, God has a plan. You can't get away from it that quick. Gott hat einen Plan und so schnell kommst du nicht davon. But the devil will try to steal that from you. Aber der Teufel wird versuchen, dir das zu stehlen. That's treasure that was taken away from you. Also gestohlene Schätze, die dir weggenommen We wurden. know the devil's a thief. Wir wissen, dass der Teufel ein Dieb ist. He wants to try to steal your destiny. Er will dir deine Bestimmung stehlen. He can't do it, but he'll try. Er kann es nicht tun, aber er wird es versuchen. He might be able to delay you. He might be able to discourage you. Er kann dich verzögern oder verhindern oder entmutigen. But in the midst of that, you're going to stand up and say, no, Aber da mittendrin kannst du einfach aufstehen und sagen, nein, this is my destiny. das ist meine Bestimmung. This is from God. Das ist von Gott. I'm going to walk in my destiny. Ich werde in meine Bestimmung I'm going to fulfill hineingehen. the reason why I'm on this planet. Ich werde den Grund erfüllen, warum ich auf diesem Planeten bin. And I don't care what anybody says about it. Und es ist mir egal, was irgendjemand drüber sagt. And when that happens, look out, devil. Und wenn das passiert, dann nimm dich in Acht, Teufel. Praise the Lord. There's unrefined treasure. Und dann gibt es ungereinigte Schätze. And most of the treasure is unrefined. Und die meisten Schätze sind ungereinigt, ungeläutert. Gold, when you pull it out of the ground, you can't use it for anything in the way it is. So wie du das Gold aus der Erde holst, so kannst du das eigentlich für nichts benutzen. A diamond is worthless until it's been cut. Ein Diamant ist ohne Wert, bis er geschnitten worden ist. And so even
most valuable gifts have to be refined. Und auch die kostbarsten Gaben, die müssen geläutert werden. And that's why we get discouraged sometimes. Und deshalb werden wir manchmal entmutigt. We try to operate in our gift from God, Wir versuchen in unserer Gabe von Gott zu funktionieren, and it's still in the rough phase. aber es ist immer noch in dieser rauen Phase. It hasn't been refined, it hasn't been developed. Es wurde nicht gereinigt und nicht entwickelt. You haven't been coached and trained and gone through the school of God to use that thing properly. Du wurdest noch nicht trainiert und bist noch nicht wirklich durch die Schule Gottes gegangen, um das richtig zu And many verwenden. people give up and say, I guess it wasn't right. Und viele geben dann auf und sagen, na, ich glaube, das war einfach nicht richtig. But it's right. It just needs to be developed further. Es ist richtig, es braucht nur Entwicklung. It's just a diamond in the rough. We're all diamonds in the rough. Wir sind alle Rohdiamanten. We're all gold that still is being refined. Wir sind alle Gold, das immer noch gereinigt und geläutert The wird. Bible talks a lot about, metals that are refined on a hot fire. Und die Bibel spricht ganz viel von Metallen, die in heißem Feuer gereinigt werden. So you probably have to go through some things Also du musst wahrscheinlich durch so manches durchgehen, for the pure to rise up, damit das Reine zum Vorschein kommt. for some of the wrong motives to be burned away, Dass falsche Motivationen weggebrannt werden. some of your ego to be burned away, Dein Ego weggebrannt wird. some of your part of the plan to be burned away. Oder dein Teil vom Plan muss vielleicht verbrannt Isn't it werden. amazing how God will give us something and we'll add to it? Es ist nicht erstaunlich, wie Gott uns was gibt und wir wollen immer was He'll dazufügen. give us a very clear vision, Er gibt uns eine ganz klare Vision. and we start thinking, well, then I could do this too, and this too, and this too. Und wir fangen an, naja, dann könnte ich noch das machen und das könnte We ich start machen. getting our own ideas added all to it. Und wir fügen da unsere ganzen eigenen Ideen And then dazu. one day we're like, God, why isn't this working? Und irgendwann mal sagen wir dann, Herr, warum funktioniert das nicht? He said, you've added too much to my plan. Und er sagt, du hast meinem Plan zu viel hinzugefügt. I called you to do this thing and not these 25 things. Ich habe dich berufen, diese Sache zu tun und nicht diese 25. That was all your idea that you added. Das waren alles deine Ideen, die du dazugefügt And hast. so that has to be burned away, amen. Also das muss weggebrannt werden. Sometimes sometimes it's a blessing when something doesn't work out. Manchmal ist es ein Segen, wenn was nicht funktioniert. That, God keeps us on the straight path by not letting something work out. Und Gott erhält uns auf der geraden Bahn, indem er manche Dinge einfach nicht funktionieren lässt. I've had some get-rich-quick schemes in my life. Also ich hatte so ein paar schnell reich werden Ideen in meinem Leben. If I do this, I'll get this'll come out of it. Also wenn ich das tue, dann wird das Ergebnis so aussehen. And so I'll, try something, Also habe ich was versucht and then it doesn't work. und es hat nicht funktioniert. And all the time and energy I invested was for nothing. Und all die Zeit und Energie, die ich investiert habe, war umsonst. But I look back and I'm glad it didn't work, Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, bin ich froh, dass es nicht because it funktioniert could have hat. took me away from the real call. Weil das hätte mich wirklich von meiner wahren Berufung wegführen können. If I would have been successful in certain areas, I probably would have went with that. Wenn ich in bestimmten Gebieten erfolgreich gewesen wäre, dann hätte ich das andere nicht And it getan. might have taken me off the plan that God had for me. Und das hätte mich vielleicht total von Gottes Plan für mich abgebracht. Sometimes it's a blessing when things don't work out. Manchmal ist es ein Segen, wenn Dinge nicht funktionieren. Don't get upset with God. Be thankful. Also werd nicht sauer auf Gott, sondern sei dankbar. The first person you think you should marry might not be. Also die Person, von der du denkst, dass du sie heiraten solltest, ist vielleicht nicht die There's a country Person. western song that says, I thank God for unanswered prayers. Gibt es ein Country-Lied, das heißt, ich danke Gott für unbeantwortete Gebete. Because I wanted her. And 20 years later, I saw her at the class reunion. Weil ich wollte sie. Und 20 Jahre später beim Klassentreffen habe ich sie gesehen. I'm like, whoa! Thank you, Lord, Danke, that you didn't answer my prayer. dass du mein Gebet nicht beantwortet hast. Come on, let's be honest here. Lass uns ehrlich sein.
He sees tomorrow. He sees 10 years down the road. Er weiß, was morgen ist und er sieht auch 10 Jahre voraus. He sees the one that you really need. Er sieht die Person, die du wirklich Who's going to brauchst. stick with you Die Person, die bei dir bleiben wird and be with you. und mit dir sein wird. So treasure increases in value with refinement. Also Schätze werden wertvoller mit dieser Reinigung, You wenn sie need to gereinigt you need to werden. develop the gift in you. Du musst die Gabe in dir entwickeln. You know, there's people that think they can sing. Some people think they can sing. They think they can sing. Manche Leute denken, sie können singen, sorry. They hear themselves singing and think that's really good. Sie hören sich selbst singen und denken, oh, das ist echt gut. Problem is they don't have any true friends Aber sie haben nicht wirklich echte Freunde, who are honest with them die mit ihnen ehrlich sind to say, you know, you're good, but you're not that good. und die sagen, weißt du, du bist gut, aber du bist nicht so There is gut. room for improvement. Es gibt immer Raum für Entwicklung. Why don't you take some voice lessons and improve and develop your gift? Warum nimmst du nicht Gesangsstunden und entwickelst deine Gabe? Amen. Amen. I've seen people that were average singers Und ich habe Leute gesehen, die durchschnittliche Sänger waren with a few voice lessons. und nur ein paar I mean maybe 8 Lektionen, lessons 8 Gesangsstunden increased their singing ability just like double. haben ihre Fähigkeiten verdoppelt. Any professional singers here know what I'm talking about? Gibt es hier professionelle Musiker, die wissen, worüber ich rede? You don't normally automatically know how to sing. Normalerweise weißt du nicht automatisch, wie man singt. There's more to it than just singing. Da steckt viel mehr dahinter, als einfach nur You know, rauszusingen. anybody can sing, Jeder kann singen, but your diaphragm, do you sing from your diaphragm? aber singst du aus dem Or are Zwerchfell? you singing out of your head, out of your throat? Oder singst du aus dem Kopf oder aus dem Hals? Are you using your whole volume in your whole being? Benutzt du dein gesamtes Stimmenvolumen? Are you aware that, of the notes that you're hitting? Bist du dir bewusst, ob du die Töne triffst? Just with a very little coaching, Und you can nur, increase yourself so much. nur durch ein bisschen Coaching und Unterstützung kannst du da wirklich dich And I entwickeln. believe that's with everything in life. Und ich glaube, so ist es mit allem im Leben. No one is a born anything in my opinion. Nach meiner Meinung ist niemand ein Geborener irgendwas. Without developing it, it's not going to reach the potential. Ohne Training und Entwicklung wird er sein Potenzial nicht erreichen. Okay? Seventhly, undervalued treasure. 7. Gering geachtete Schätze. Undervalued. Gering geachtet. That's a dangerous thing. Das ist eine sehr gefährliche Sache. And people do it all the time. Und das ist, was die Leute die ganze Zeit They tun. devalue something that is very valuable. Sie schätzen gering etwas, das in Wirklichkeit ganz wertvoll ist. You need to understand that God has a high value on you. Und wir müssen verstehen, dass wir in Gottes Augen ganz wertgeschätzt sind. You are valuable, Du bist wertvoll. even in your undeveloped state. Auch in deinem unentwickelten Stadium. You are valuable. Du bist wertvoll. Too many Christians say, well, I'm nothing. Zu viele Christen sagen, ich bin nichts. In Philemon, we read that God put many good things in us. In Philemon lesen wir, dass Gott viele gute Dinge in uns You gelegt hat. ever read Philemon? Habt ihr Philemon schon mal It's only one chapter. gelesen? Es ist nur ein Kapitel. Let's look at it quick. I just want you to see this. Lasst uns da kurz reinschauen. Ich möchte, dass ihr das seht. This is a key verse I teach at Rhema. Das ist ein Schlüsselvers von dem, was ich It's even in hard to Rema find. I lehre. don't even remember where it is. It's here somewhere. It's back in here behind. Philemon, where is it? Come on. I better look here. Probably never saw this before. It's on page 1000.
It is. auf Seite 1000. And verse I'll have it in a second. Verse 6. Vers 6. That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. The acknowledging of every good thing that is in you in Christ Jesus. Die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist, in Jesus Christus. You gotta quit saying you're not valuable. Ihr müsst aufhören zu sagen, ich bin nicht wertvoll. You gotta start seeing that there's some really, 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 really valuable and good things about you. Und ihr müsst anfangen zu sehen, dass es wirklich ganz, ganz, ganz wertvolle Dinge gibt in dir. In Christ Jesus. In Jesus Christus. Without Him, not so much. Ohne ihn nicht so sehr. But in Christ, Aber in Christus we must acknowledge every good thing. müssen wir erkennen und auch anerkennen all die guten Dinge. That's what it means. To acknowledge is to recognize and to accept and to say it is so. Und das bedeutet erkennen und anerkennen. Zu erkennen und anzunehmen und auch zu sagen, ja, so ist es. That's a good thing. Das ist eine gute Sache. On the way here today, Auf dem Weg hierher I do what heute I always do every Sunday morning. habe ich getan, was ich jeden Sonntagmorgen I tue. say, Lord, this is your church. Ich sage, Herr, das ist deine Gemeinde. And today I said, and God, I'm just one person here. Und heute habe ich gesagt, Herr, ich bin hier nur eine Person. And then I heard the Spirit of God. Und dann habe ich den Geist Gottes gehört. He said, and you're a very important person. Und er sagte, und du bist eine sehr wichtige Person. And I said, yes, yes, Lord, but everyone else is just as important. Und ich sagte, ja, ja, Herr, aber jeder andere ist ja genauso wichtig. And God said, don't think about everybody else right now. I want you to hear that you are a very important person. Und Gott sagte mir, denk jetzt nicht an irgendjemand anderen. Ich möchte, dass du jetzt hörst, dass du eine sehr wichtige Person It's like He bist. kept telling me. Es ist wie wenn er nicht aufgehört hat, mir das zu sagen. You know, and I think He's telling you today. Und ich glaube, dasselbe sagt er dir heute auch. You are very important. Du bist sehr You are wichtig. very valuable. Du bist sehr wertvoll. Very valuable to God. Sehr wertvoll, sehr kostbar. für How Gott. valuable is something? Wie kostbar, wie wertvoll ist The etwas? true value of something is based upon what someone else is willing to pay for it. Der wahre Wert von irgendwas wird dadurch ermittelt, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. I can think my Harley's worth 20,000 euros. Ich kann meine Harley verkaufen für 20.000 I could Euro. think it's worth that. Ich könnte denken, dass sie But 20.000 if Euro no one's willing to pay that for it, Aber wenn niemand bereit ist, so viel dafür zu bezahlen, then it's really not worth it. dann ist sie nicht so viel wert. Okay? How much are you worth? Wie viel bist du wert? God was willing to give His Son for you. Gott war bereit, seinen Sohn für dich zu geben. The most expensive thing ever. Das teuerste, You cannot put a value on Jesus Christ. das teuerste, was es jemals gab. Du kannst Jesus nicht mit einem Wert beziffern. God let His Son put His Son on the cross. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz For you. gegeben, für dich. That's your value. Das ist dein Wert. The life of God is your value. Das Leben Gottes ist dein Wert. Don't devalue it. Und wertet es nicht herab. Don't treat it as worthless. Behandle das nicht, als wäre es wertlos. Treat your life as valuable. Behandle dein Leben als wertvoll. And all the good things He's placed in you. Und all die guten Dinge, die er in dich hineingegeben hat. And don't reduce it by the way you talk about it. Und mach das nicht klein durch die Art, wie du darüber sprichst. Through false humility. Durch falsche Demut. Oh, you know, I wouldn't want
I wouldn't want to say anything good about myself. Oh, ich möchte nichts Gutes über mich selbst I know, sagen. that would seem proud and arrogant. Und das wäre ja dann, das käme ja dann stolz und arrogant drüber. No, I'm not saying pride and arrogance. Ich rede nicht von Stolz und Arroganz. I'm asking you to agree with God. Ich bitte euch, mit Gott übereinzustimmen. If he says you're valuable, what right do you have to say anything else? Wenn er sagt, dass du wertvoll bist, welches Recht hast du, was anderes zu sagen? If he paid that price, what right do you have to come along and now say I'm not that valuable? Wenn er diesen Preis bezahlt hat für dich, welches Recht hast du, jetzt daherzukommen und zu sagen, nee, so wertvoll bin ich Or nicht? to treat yourself or any other person with a low value? Oder dich selbst oder irgendeine andere Person minderwertig zu This should behandeln. also determine how we treat each other. Weil es geht auch darum, wie wir einander behandeln. I dare not devalue you. Ich erlaube mir nicht, euch herabzusetzen in eurem Wert. I dare not. Ich traue mich nicht, Because you are valuable. weil ihr wertvoll seid. God died, gave his blood for you. Gott starb und gab Halleluja. sein Blut für So I euch. think that's good enough for today. So, ich glaube, das ist genug für heute. Get you thinking about this. Denkt darüber nach. And take it home with you. Nehmt das mit nach Hause. Of course, further teaching would be necessary to find how do we discover this? How do we bring it out? Und weiteres Lernen ist notwendig, damit wir herausfinden, wie können wir das denn entdecken. But today I just wanted you to be reminded that there is treasure there. Aber heute wollte ich einfach, dass ihr daran erinnert werdet, dass da ein Schatz ist. And maybe you'll be more on the lookout. Und vielleicht werdet ihr mehr Ausschau halten Maybe you'll be more aware und euch mehr bewusst sein of what you have. darüber, was ihr habt. Treasure in earthen vessels. Schätze in irdenen Gefäßen. Yeah, your outward vessel may not look that great. Und dein äußeres Gefäß sieht vielleicht jetzt nicht so Bombe aus. You might have some cracks and some chips and some wrinkles, Hast vielleicht ein paar Risse, ein paar Anschlagstellen, ein paar Falten. but it's what's on the inside. Aber es geht um das, was im Inneren ist. It's what's on the inside. That's the treasure. Der Schatz ist im Inneren, It's hidden. versteckt. You don't see it just like at first notice. Und auf den ersten Blick siehst du ihn nicht. So sometimes you have to focus in. So musst du manchmal dich einfach konzentrieren. Even if there's a crack in your life, Und auch wenn da ein Riss ist in deinem maybe you've Leben. been hurt. Vielleicht wurdest du verletzt Maybe you've been chipped, oder angeschlagen, damaged in some way. irgendwie beschädigt. That doesn't change the fact of who you are on the inside. Das ändert nichts an der Tatsache, wer du in deinem Inneren bist. Doesn't change it. Das ändert es nicht. Okay? We're all imperfect. Wir sind alle nicht perfekt. We all have our cracks and chips. Wir haben alle unsere Risse und Anschlagstellen. But on the inside, Aber in unserem there's a Inneren treasure ist ein Schatz, that God has laid in there. den Gott hineingelegt hat. Jesus is in you. Jesus ist in The dir. hope of glory. Die Hoffnung der The hope Herrlichkeit. for the world. Die Hoffnung für die In Welt. you. In dir. You're His plan for the world. Du bist sein Plan für die Welt. Christ in you. Christus in dir. Don't devalue it. Werte das nicht ab. Stand up, please, with me. Bitte